Herzlich willkommen bei SINOWA-Psychologie. In unserer Sendereihe zum Thema Feng Shui beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Feng Shui und Partnerschaft. Und ich freue mich, hier einen besonderen Gast begrüßen zu können und zu dürfen, der auch uns in den letzten 3 Sendungen schon begleitet hat, Herr Christian Scheurer. Herr Scheurer hat 3 erwachsene Kinder, er lebt in Lamsheim. Er kam mit Feng Shui während eines Asienaufenthaltes in Berührung und hat sich dort dann intensiv mit dem Thema Feng Shui und Architektur beschäftigt. Er ist selbstständiger Unternehmer mit einem eigenen Planungsbüro. Er macht unter anderem Planungen von Gebäuden, Einrichtungen und Gärten nach Feng Shui. Er arbeitet mit Architekten zusammen und macht das Baumanagement. Daneben gibt er Seminare, hat Internet- und TV-Auftritte und ist Buchautor. Herr Scheurer, ich freue mich, mit Ihnen diese Sendung gestalten zu dürfen. Danke Ihnen. Ja, meine Damen und Herren, Feng Shui und Partnerschaft klingt ja etwas komisch, nämlich was hat Feng Shui, was wir in den vergangenen 3 Sendungen betrachtet hatten, mit Bauen und Wohnen und so weiter, mit Partnerschaft zu tun. Und da gibt es also durchaus die Frage, gibt es, Herr Scheurer, ein Partnerschaftsmodell von Feng Shui? Also ein Modell gibt es nicht, aber es gibt ein paar Themen, die die Partnerschaft stärken, damit richtige, wohlige Gefühle erzeugt werden. Also geht es wieder um Wohlfühlen? Ja, und das muss man jetzt unterteilen zwischen Partnerschaft eng kumuliert und Partnerschaft im Alltag. Da kommt oft noch Familie dazu. Also im Grunde, das heißt, wir beziehen uns nicht nur auf die Zweierbeziehung, sondern auch auf den Bereich der Erweiterten der Familie, die dazukommt. Ja, und dann natürlich auch vielleicht das Verbindung, wenn man will, von Familie noch zu Freunden. Ne? Ja, gerade okay, das wäre dann der nächste Schritt. Ne? Wir kennen ja auch in der Individualpsychologie, das blenden wir mal ein, das 3-Faktoren-Modell einer Partnerschaft auf der individualpsychologischen Basis. Ja. Das heißt, das erste ist die Verbindlichkeit, da spreche ich jetzt nur von der Zweierbeziehung. Das zweite ist das Denken und Fühlen in Zuneigung. Und das dritte ist sich kennenlernen und mit der Wesensart des anderen vertraut machen. Ja. Und da haben wir ein weiteres Modell, das zeigen wir jetzt, wo also die Lebensaufgaben gezeigt sind. Und da ist ja die Lebensaufgabe Liebe wichtig. Da spielt als erstes die Zweierbeziehung eine Rolle, aber es kommt auch die Familie, die Kinder und Eltern und Großeltern auch drin vor, aber nur in der entsprechenden Wichtung, wo es also hingehört. Ja. So, und was hat jetzt Feng Shui damit zu tun? Wenn 2 Menschen aufeinandertreffen, dann glaubt man so von außen, Liebe, Anziehung, Erotik, die passen zusammen, das Bild. Ja. So. Aber tatsächlich ist es ja mehr wie nur ein Treffen von 2 Menschen, weil nach wenigen Wochen zeigen sich ihre wahren Bilder. Ja. Vor allen Dingen Kinder werden ja von ihren Eltern, meistens von der Mutter erzogen. Der Mann wird oft von einer Frau erzogen, das Mädchen auch, Mutter. Das heißt, die kommen also auch mit dem Thema im eigenen Bild, Konflikt, wie war die Ehe meiner Eltern, wie war die Liebesbeziehung, wurde ich geliebt oder nicht, wurde der Mann geliebt oder nicht. Das heißt, sie treffen sich und oft sind es auch Partnerschaften, da möchte der eine, dass der andere ihm hilft, gerade junge Paare, sodass wir da vielleicht einen Interessenskonflikt haben und gleichzeitig ein Verbindungsthema haben. Also das vielleicht mal vorausschickend und Feng Shui möchte, dass 2 Menschen, die zusammenleben, eine Harmonie haben, erzeugen und dass das Umfeld sie intim werden lässt, dass sie sich Zeit füreinander nehmen, dass es quasi eine unsichtbare Kraft gibt, die dich streichelt, aber auch wenn du für dich alleine bist, dass du ein wohliges Gefühl hast, dass du dich ausruhen kannst, dass du dich erholen kannst. Also in der Partnerschaft ist auch das Thema des Erholens wie auch gleichzeitig die Erfüllung Thema. Könnte ich das beschreiben mit den Worten, ich fühle mich in der Partnerschaft geborgen? Ja. Da würde das also auch hinkommen. Ja. Jetzt sagen Sie ja etwas, wo man sagt, landläufig, man kann also nur mit einem gewissen Reifegrad das erreichen. Und Reifegrad hängt ja auch mit dem Alter zusammen, wie beim Wein. Danach reift, dann altert der bekanntlich. Wo sehen Sie denn da
den Beginn der Möglichkeiten und Grenzen. Abgesehen davon, dass ich denke, von der Erziehung her sollte schon die Erziehung ja auch in diese Richtung gehen, sodass der junge Mensch dort eigentlich hineinwächst. Aber wie beginnt das jetzt so Ihrer Erfahrung nach? Das ist, sagen wir so, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte ein Schlafzimmer haben, was unsere Partnerschaft fördert, dann finde ich die richtige Einstellung. Dann ist zum Beispiel auch für mich wichtig, wo setze ich dann das Schlafzimmer hin? Ja. Komme ich zum Beispiel auf leichtem Weg dorthin? Das erkläre ich gleich. Wo steht das gemeinsame Bett? Sind die Matratzen zum Beispiel getrennt? Habe ich ein Grübchen zwischen den beiden? Oder kann ich es mit einem Spannbetttuch verbinden? Habe ich ein Bett, wo drüber noch ein Regal ist, ein Vorbau, das, wenn er umkippt, quasi schon torpediert, bevor sie zusammengehen? Habe ich das Bett vielleicht so stehen, hinten dran ist das Bad und die Rohre des Abflusses torpedieren quasi meinen Kopf, auch wenn eine Wand zwischendrin ist. Das sind alles Dinge, wo die Partnerschaft schädigen oder, wenn ich sie nicht habe, wenn ich es richtig mache, aufbauen können. Ja. Also ein Partnerschaft oder ein Schlafzimmer ist auch wichtig, dass ich Ruhe habe, also dass aufgeräumt ist, dass ich keine Spiegel drin habe, wie es viele gerne haben. Das Bett sollte nicht zwischen Tür und Fenster sein, weil diese Linie, die man hat, greift tatsächlich den Körper an. Ich bitte einmal die Zuschauer, das einfach mal zuzulassen. Alle, die mit Feng Shui zu tun haben, wissen das und für uns ist das ganz normal. Die Frage ist auch, habe ich Platz in dem Schlafzimmer oder habe ich immer nur ein Element? Es gibt 5 Elemente. Also das heißt, das Schlafzimmer darf auch eine Spielwiese sein für uns beide, auch eine Kuschelecke, aber garantiert hat hier kein Bügelbrett was zu suchen, kein Fernseher. Es hat auch keine Symbole für Geld und Reichtum zu tun, weil der Körper soll sich erholen und wenn, will er eine neue Energie aufmachen und das passt Mann und Frau. Gut, das können aber auch 2 Männer, 2 Frauen gerne haben. Diese Energie baut sich auf und die kann mit Feng Shui erheblich gestärkt werden. Ja. Also das heißt, wenn ja alles, was wir in den vorangegangenen Sendungen gesagt haben, was die Harmonie fördert von der gesamten Wohnung, wenn wir das jetzt mal hier aufs Schlafzimmer betrachten, dann hat das ja auch eine besondere Bedeutung, gerade in der Zweierbeziehung, wo ja die Intimität drin ist. Jetzt gibt es ja auch Leute, die hängen da alle möglichen Bilder dran von Oma, Opa und so weiter im Schlafzimmer. Was hat das denn für eine Kraft oder Bedeutung? Das ist sehr schön. Bilder haben immer die Tendenz, sich zu verwirklichen. Also ich kann das positiv sagen, wenn Sie Bilder aufhängen von Menschen, die Sie stärken, dann passen die in bestimmte Räume, aber garantiert ins Schlafzimmer. Denn auch wenn wir das nicht kennen, weil unser begrenzter Verstand das ja mitbekommt, wenn wir schlafen, unbewusst haben wir immer das Gefühl, Papa und Mama, Oma und die Freunde schauen zu. Die gucken zu, ja, egal was wir da machen. Ne? Genau, wenn das gefällt, soll es bitte tun. Aber es gibt immer wieder Tage der Partnerschaft, da möchte man sich zurückziehen. Ja. Oder stellen Sie sich doch einfach vor, Sie schlafen zusammen, Ihre Freunde lieben Sie und die Freunde dürfen bei Ihnen übernachten. Es kommt bei dem besten Freund der Tag vor, da möchte ich allein sein, das ist unser natürliches Thema. Ja. So, und so kann man mit Bildern sehen. Ja, übrigens genauso, wie Sie keine Bilder groß aufhängen sollten, außer ein Bild, wo ein Paar vielleicht eng umschlungen lebt oder wo sie vielleicht etwas einrichten, ein Symbol von 2 Schwänen natürlich, weil Schwäne stehen für eine Partnerschaft, für Langlebigkeit, dass sie die Aufstellung zu zeigen, symbolisch, wir halten zusammen, da ist es zum Beispiel sehr gut, da macht es auch Sinn. Auch die Farben dürfen ruhig etwas gedeckter sein, ja? Aber sollten garantiert nicht rot oder blau sein, weil blau fließt alles weg und rot verbrennt. Aber ich sag mal, so ein warmer Gelbton, um es mal ganz grob zu sagen, ja? 2 Farben im Schlafzimmer und eine Farbe an der Decke sollte mehr wie genug sein. Auch eine Pflanze, damit der Stickstoff aufgesaugt wird und Sauerstoff ab, ist okay. Aber weniger ist im Schlafzimmer mehr. Und viele meinen, sie müssen es voll machen. Und wenn zu viel im Schlafzimmer ist, ist es so, als würde ich bei Ihnen was abladen oder bei einem Partner. Und wo abgeladen wird, wird immer Druck erzeugt. Und Schlafzimmer sollten, das vergaß ich auch noch, entweder an der ersten Etage sein, oben, aber keine Schräge, beziehungsweise hin. Also wenn Sie ebenerdig leben, dann bitte das Schlafzimmer nach hinten, auf keinen Fall vorne, weil wenn Sie das Tür reinkommen, rechts und links Schlafzimmer haben Sie Yang, da ist immer Unruhe. Wenn Sie in ein Haus reingehen, auch wenn Sie das gar nicht glauben, am Anfang des Gebäudes haben Sie immer das Gefühl, da ist Bewegung, aber da hinten wird man ruhiger und da passt auch das Schlafzimmer. Und wie ist das mit dem berühmten Himmelbett?
Ein Himmelbett ist was sehr Schönes, wenn Sie das so setzen, damit Sie sich getragen fühlen und nicht, dass da eine Querstange ist, die ständig auf Sie fällt. Das auf jeden Fall nicht. Aber ein Himmelbett ist sehr gut. Achten Sie auch darauf, dass Sie beide schön von beiden Seiten das Bett betreten können, haben einen Nachttisch, ein paar jeder seinen eigenen, ja. Auch Platz rechts und links. Für eine Partnerschaft ist es nicht erträglich, übrigens, wenn einer sein Bett betritt und unter einer Schräge, also können sich den Kopf anstoßen und der andere ist frei. Diese Partnerschaften werden nie funktionieren. Ja, aber ich kenne jetzt Menschen, die wollen das. So unter der Schräge ihr Schlafzimmer haben. Was sind das? Frage ich mich, was sind das für Typen? Also das kann ich Ihnen sagen, das kann ich mir beim besten Willen vorstellen. Aber wenn ich das sehe, und da sage ich immer, wenn zwei unter einer Schräge sind, ja, dann sage ich, Sie können sich den Kopf anschlagen. Und dann sagen die, nein, ich passe da schon auf. Das heißt, statt intim mich ausleben zu können, ist mein Gehirn erstmal fixiert, mich nicht zu verletzen. Genau. So, Grenze zu beachten. das klingt jetzt lustig, weil wir so schnell reden, aber unbewusst wird schon eine Trennung vollzogen. Also bevor ich dir die Hand reiche, muss ich daran denken, dass ich mich nicht verletze. Ja. Zweitens, wenn einer eine Dachschräge, der andere ist gerade, dann wird einer immer den Kürzeren ziehen. Das ist interessant. Und das Kürzere bedeutet, da ist unterschwellig schon das Thema ein Konfliktpotenzial. Das heißt, wenn die Erotik, die Verbundenheit nicht mehr diesen Stellenwert hat, so extrem, dann kommt das Thema der Verletzung und einem wird sich wehren oder wird nicht mehr verstehen. Jedenfalls kommt man dazu, oder derjenige, der schräg schläft, krabbelt über das Bett des anderen. Auch das wird nicht immer unbedingt die Freude fördern. Ja. Jetzt gibt es aber auch Paare, die sagen, ich hatte keine andere Wohnung bekommen, im Bauplan war es nicht zulässig. Da muss ich immer sagen, wir ziehen unbewusst die Thematik aus der Kindheit an, soll vielleicht so weit führen, aber ich will es schon mal andeuten. Und ganz klar, wer eine gute Partnerschaft möchte, sollte sich nicht unter eine Dachschräge leben. Schräge Umstände ziehen belastende Umstände an und Partnerschaften können in aller Regel das nicht aushalten. Ich habe aber auch schon Paare erlebt, die leben den Tag rein, die können sich arrangieren, aber so richtig intim werden die, abgesehen von den ersten 2-3 Jahren, nicht mehr. Ja, wir sprachen ja eben von dem Bett und der Trennlinie drin und so weiter. Es gab ja mal den Schlager, komm unter meine Decke. Und wenn ich das heute in Schlafzimmern sehe, es liegt jeder unter seiner eigenen Decke. Ja. Also ich nicht, ich habe eine riesengroße Decke, da liege ich mit meiner Frau drunter und noch eine riesengroße Matratze, da gibt es keine Trennlinie drin. Man sagte ja früher immer, der rutscht in die Besucherritze. Ja, wo kriegt der dann noch eine Decke her? Also da gibt es ja zweischneidig. Wenn Sie das machen, finde ich gut. Manche sagen, der braucht bitte seinen Teil, weil er ein anderes Schlafverhalten hat. Also ich hatte auch mal mit einer früheren Partnerin, hatten wir ein Wasserbett gehabt, so Feng Shui geht gar nicht, uns lief sehr gut. Aber da war auch die Verbindung, das musste angepasst werden. Das Ausgenivellieren? Ja. Aber wenn Sie 2 Matratzen haben, aus gesundheitlichen Gründen, ist es ganz wichtig, dass Sie hergehen, haben ein Spannbetuch, ein kräftiges, dass es ausgeglichen wird. Das geht auf jeden Fall und das sollte man machen. Und die Decken dürfen, wenn es will, aber nicht eng, damit es gerade für jeden Körper passt. 2 Decken sollten schon in den anderen übergreifen, dass eine Verbundenheit da ist. Ansonsten dürfen sie nicht rüberkommen, wie sie wollen, aber jeder Mensch ist da anders. Interessant wird es allerdings bei 2 Paaren, das wird wirklich spannend. Es gibt eine Ostgruppe und eine Westgruppe, will ich das noch gar nicht so sehr thematisieren, aber die einen schlafen, ich sage mal, eher in die Richtung und die anderen in die. Und da gibt es so tatsächlich die Dogmatik, dass sich ein Paar zur Intimität treffen kann und jeder soll nochmal ein eigenes Schlafzimmer haben, dass er in seine beste Himmelsrichtung schläft. Also das ist für mich etwas zu arg dogmatisch, aber es kann sein, dass wenn 2 zusammen sind, dass der eine sich eher wohlfühlt in die Himmelsrichtung, als schläft der andere. Und dann neigt der andere so schräg im Bett zu schlafen und der andere seine Richtung, dann ist das ganz in Ordnung. Ja. Aber wenn jemand sagt, ich möchte vielleicht auch mal auf der Couch schlafen oder ich brauche mal eine Nacht für mich, will ich sagen, dann kann das sogar förderlich sein, weil jemand sich dann ausleben will. Das ist also kein böser Wille, hat tatsächlich was mit Richtungen von uns zu tun. Also ich denke ja auch in jeder Partnerschaft ist es notwendig, dass der Partner zum einen seine Freiräume hat und zum anderen auch eingebunden im Wissen um die Partnerschaft alleine sein kann. Das heißt nicht einsam, er ist alleine. Da unterscheide ich sehr wohl. Ja. Und dieses Alleine sein, denke ich, ist auch wesentlich, um Energie zu tanken. Ja, auf jeden Fall. Ja, und noch ein Punkt zu dem, was ich jetzt vom Bett sagte, von der Trennung und so weiter.
Es gibt ja dann auch viele Schlafzimmer, die dann auch so unter der Schräge und alles mögliche, sämtliche Fehler kommen dann zusammen, wenn ich das mal so denke. Dann steht dann ein Nachtkasten da, eine Lampe, nicht? Dann fragt man sich, wo ist der Partner? Ist das Single-Verhalten oder wie würden Sie das sehen? Ja, oder jemand dominiert nach dem Motto, wenn ich habe das langt. Ich habe auch schon Paare erlebt, wo einer gesagt hat, wenn ich habe nicht so Platz, das macht ja meine Partnerin, es genügt. Aber das ist kein Ausgleich. Was übrigens auch falsch ist oder kein gutes Schlafzimmer ist, Sie kommen rein und 3 Meter weiter sehen Sie das Glas und rechts davon sind die Betten. Das sieht zwar erst schön aus, aber man sieht die Gelegenheit, die Energie kommt, geht durchs Glas wieder raus, man kann sie nicht nutzen. Das bedeutet, und das wissen viele gar nicht, die glauben nur, dass mit ihnen was nicht stimmt, ihnen wird eine Energie, ein Antrieb, ein nicht sichtbarer, für den Körper wirksamer Antrieb genommen. Eines heißt auf den anderen, aber wenn das dauernd so läuft, dann gehen die irgendwann ins Schlafzimmer, ich habe keine Lust, ich weiß auch nicht, Kopfschmerzen. Oder Kursschlaf gut. Ja, das heißt, wenn also auch Fenster und Türen nicht die richtige Verhältnis zum Schlafzimmer haben, wird auch eine Anziehungskraft da sein, die aber so schnell verfliegt, dass die Paare glauben, mit ihnen stimmt was nicht. Ja. Nein, das Zimmer ist falsch. Natürlich, ich suche bei immer ein Zimmer raus, was mit meinem Unterbewusstsein was zu tun hat. Das wissen viele nicht. Da werden wir bestimmt irgendwann auch mal eine andere Sendung dazukommen. Also Schlafzimmer drücken auch immer unterschwellig meine tiefen Überzeugungen von Partnerschaft, ich meine hier nicht Erotik, von Partnerschaft aus, auch wie ich mich als Partner interessant fühle, kann ich die Partnerschaft halten oder nicht. Ja gut, es kommt ja auch noch hinzu, wenn wir sprechen jetzt ausschließlich, also im Moment überwiegend über Schlafzimmer, weil die Partnerschaft ist ja mehr. Ja. Und wir haben ja auch schon eingangs gesagt, die Basis der Harmonie soll ja die Basis der Partnerschaft sein. Ja. Und da gehen wir dann auch auf das Schlafzimmer über. Und da ist auch meine Beobachtung, in dem Moment, wo die andere Harmonie stimmt, nützt das beste Schlafzimmer nichts, ja, wenn die nicht da ist. Allerdings auch umgekehrt, wenn das beste Schlafzimmer da ist, nützt das auch nichts, wenn nicht die Harmonie ansonsten in der Partnerschaft da ist. Ja, und wenn alles toll angeblich ist, aber Sie finden Ihr Schlafzimmer, das ist verwinkelt gebaut, ist es so, als würden Sie, bis Sie ankommen am Ziel, keine Lust auf gar nichts mehr haben. Ja. Und dadurch gehen übrigens Partnerschaften tatsächlich kaputt. Also das habe ich auch erlebt. Deswegen wenn ich ein Schlafzimmer sehe, oder ich laufe den Weg ab und schaue mir das Schlafzimmer an, schon seit Jahren, da weiß ich brauche übrigens nur einen Blick, da habe ich noch keine Details, weiß ich, wie diese zwei miteinander kommunizieren, leben, verkehren oder auch nicht. Und dann frage ich mich nur, soll ich es gleich sagen und ansprechen oder erst später? Ja. Interessanterweise sind die Frauen da offener wie die Männer, aber langsam bekomme ich da auch einen Unterschied. Und dann ist mir vieles auch klar. Ja. Wichtig ist auch zum Beispiel, wie die Türen aufgehen. Ja? Manche haben zum Beispiel Schlafzimmertür, die geht nicht ganz auf, weil hinten dran ein Schrank steht. Ja, die Tür steht für Kommunikation. Geht die Tür also nicht ganz auf, heißt es, wir drücken uns nicht aus, der eine darf dem anderen nicht mehr alles sagen. Ja, und das ist dann übel. Genau, nächster Punkt. Ja. Viele haben ein Schlafzimmer, das ist sehr funktionell eingerichtet. Synthetischer Bettbezug, schön hergerichtet, dunkles Holz. Da ist keine Farbe, kein warmes Spiel, nicht das eine oder andere erotische Touch, der Ausgleich der Farben, die beide stärken. Wer funktionell ein Schlafzimmer einrichtet, könnte, ich übertreibe es mal, auch theoretisch jeden von der Straße holen zum Übernachten. Ich bringe das Beispiel, weil da bereits mehr auf die Funktionalität als auf die Verbundenheit geachtet wird. Und wenn ich 8 schon mit jemandem zusammenlege, funktionell, dann baut sich im Schlaf Trennungsgefühle auf. Und dann kann ich auch nicht mehr. Und dann ist die Lieblosigkeit da, der Körper gar nicht mehr, hilft auch kein Viagra mehr übrigens. Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Ja, das will ich ja auch sagen. Feng Shui ist ein Mittel, um die Liebe zu setzen. Ich habe auch genügend Techniken, also Feng Shui, wo ich etwas plane, um zum Beispiel auch das Liebesleben zu stimulieren, wo es geht, wo es passt. Aber bitteschön, auch eine Stimulanz ist ein Yang-Prinzip, damit ein Yin, dass ich mich ruhen kann, auch glücklich bin und genießen kann. Ja? Jetzt, wir haben ja in einer der vorangegangenen Sendungen mal ein Schlafzimmer betrachtet. Ich habe die Bilder nochmal dabei. Ja. Vielleicht können Sie da nochmal was dazu sagen. Das sind hier diese beiden Bilder. Wir bringen jetzt mal das Nummer 1. Ja. Bitte die Regie, das mal einzuspielen. Und also werfen Sie da einfach mal einen Blick drauf, was Sie dazu sagen. Ich habe da noch ein paar Fragen dazu. Also das sind etliche Dinge. Also wenn ich das Metallgestell sehe, Metallblau, Metall nährt ja Wasser.
Also wenn Wassertyp ist, ich bin zum Beispiel Wasserelement, dann sollte mich das stärken. Allerdings, Wasser fliegt auch gerne weg, das bewegt auch. Also wenn ich zum Beispiel nicht so gesund bin, würde ich nicht unbedingt gern blau nehmen. Da hätte ich mehr so einen gedeckten Warmton. Wir sind auch erdige Menschen, ja. Da kann man ruhig ein Blau kommen. Dann würde ich bei beiden auch einen Teppich davor legen. Nämlich, das ist auch symbolisch, dass ich damit den Alltag vergesse und über meinen Teppich an der Seite das Bett betrete. Das ist ein Symbol, das ich es hinter mir lasse. Dann sollte man darauf achten, gerade weil wir sehr fühlige Menschen sind, dass wir Wechselstrom aufgeben, Gleichstrom. Also das heißt, wenn wir ausmachen, dass die Stromzufuhr erledigt ist. Dann ich frage da mal direkt, Herr Scheurer. Es gibt ja Beleuchtungsanlagen, das weiß ich auch von jemandem, der installiert die gerade. Alles auf Gleichstrombasis, wo also die Beleuchtung im Schlafzimmer gesteuert wird, allerdings über einen Trafo von außerhalb und dann kommt da der Gleichstrom. Ist das, was Sie machen? Ja. Das heißt, am besten ist es, dass wenn ich nachts das Licht ausmache, so manage, dass kein Strom durchkommt. Wechselstrom haben wir ja immer anlegen. Ich suche gerade einen Begriff, dass auch kein schmutziger Strom durchgeht, dass also gar keine Stromwellen kommen, dass der Körper wirklich abschalten kann. Und selbst wenn ich Strom habe oder Rohren, wo Wasser verlaufen, Heizungsrohre, sollten die über 60 cm von meinem Kopf entfernt sein, dass ich quasi die Schwingungen nicht mehr spüre. Elektrosmog war der Begriff, war ganz woanders. Was diese zwei Bilder anbelangt, die sind interessant. Die drücken so aus, dass ich ein Fenster habe, weil es scheint offensichtlich isoliert zu sein, dass ich Fenster aufmachen kann, dass es simuliert, dass ich, wenn ich es aufmache, dass eine Stimulanz kommt, dass das Qi reinkommt. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass ich schön aufmachen kann, das Fenster, dass eine gute Luft durchführt, die Verbundenheit, aber auch das Kopfteil sollte zu mir entsprechen als Mensch. Es gibt verschiedene Elemente und es gibt verschiedene Tierzeichen. Im Chinesischen wird der Mensch quasi je nach Geburtsdatum in ein bestimmtes Zeichen mit einem bestimmten Element zugeordnet. Das will ich gar nicht vertiefen, aber man fühlt schon, wenn man das berücksichtigt und setzt die Farben, die Formen ein, da kann man schon das Gefühl haben, da fühle ich mich besser. Auf keinen Fall sollte jetzt der Bettbezug so sein nach dem Motto, ich suche das raus, blau ist gut als Frau und der Mann sagt, ist in Ordnung. Denn wenn da Farben sind oder Symbole, die für einen der Partner schädlich empfindet er als unvorteilhaft, dann wird er sich zurückziehen fast müssen und irgendwann kann es sogar so weit führen, dass ich keine Lust mehr fühle. Nicht über Nacht, nicht ein paar Wochen, nach Monaten. Also das muss man auch mal ganz klar sagen. Genauso, wenn ich mir Bettbezug hole, weil ich FC Bayern-Fan bin und ich habe eine Partnerin, die macht das mit, aber irgendwann habe ich das Gefühl, da laufen 11 Jungs rauf, wir lachen zwar, aber ist dann so. Und dann beschäftige ich mich unterschwellig mit dem Verein und irgendwann, oder dann bin ich verrückt und will meiner Partnerin verschiedene Stellungen ausprobieren, wie im Sport, aber die Frau sagt, das interessiert mich gar nicht, möchte ich mich fühlen. Also verschiedene Ablenkungen, wir lachen zwar immer, aber Intimität heißt auch, ich fühle mich verstanden, soll aber auch heißen, ich probiere Neues aus, aber letztendlich dient das Wort der Erfüllung, da ist Fülle drin. Und Fülle ist individuell und erfüllt auch, also nicht nur viel, es erfüllt. Und deswegen ist ein Schlafzimmer da ganz, ganz wichtig. Also Türen sollten aufgehen. Das Bett sollte nie zwischen Tür und Fenster sein. Wir sollten auch keine grelle Lichter haben. Indirektes Licht, warmes Licht ist ganz, ganz wichtig. Kann auch mal dazu führen, dass ich vielleicht auch mal einen kleinen Teppich vor meinem Bett habe, um eine gewisse Qi-Geschwindigkeit abzumildern. Es sollte auch nicht das Tür aufgehen gegenüber das Fenster. Wenn jetzt, sollte man es unterbinden mit einem bestimmten Klangspieler, muss wieder das Element beachtet werden, ein Bergkristall. Also ich will gar nicht so tief rein, aber wenn man das Schlafzimmer richtig macht, einrichtet, an der richtigen Stelle, stärkt es die Individualität und die Dualität. Gibt es denn Berater, es gibt ja Innenarchitekten, die das kennen? Wir sprachen ja davon, dass die Architekten sich inzwischen beginnen, teilweise damit zu beschäftigen. Aber gibt es auch Innenarchitekten, die das kennen? Ja, gibt es. Das heißt, ich wäre gut beraten, wenn ich mir meine Wohnung einrichte und statt mir irgendeinen Berater zu holen, darauf zu achten, dass der diese Elemente mit berücksichtigt. Ich würde auch schon, wenn ich es sagen darf, Berater, die wirklich nicht bloß einen Wochenendkurs Feng Shui belegt haben oder sagen, es sieht schön aus, Achtung, machen ein schönes Bild wie für eine Bühne.
Entscheidend ist auch das Unterschwellige, das kann ich im Verstand erklären, zu welchem Zeichen passt welche Farbe, welche Form. Ja. Und die dann vielleicht nochmal in Einklang zu bringen, das ist wichtig. Also ich will mal so sagen, jeder, der diese Schwingungen kennt, was Natur zum Mensch zu tun hat, Farbenformen und Materialien, wenn die richtig eingebracht werden, dann noch eine gute Innenarchitektur, dann sind wir natürlich top auf der sicheren Seite. So wie ich es übrigens auch studiert habe, Feng Shui war auch ein Thema für mich, eine Innenarchitektur im asiatischen Teil. Sehr interessant. Ich habe jetzt das gleiche Schlafzimmer von einer anderen Perspektive aus. Da liegt also ein Teppich unter dem Bett. Ich nehme an, der geht auch noch bis vor das Bett. Verändert das irgendetwas, wenn Sie das mal bewerten, das Bild, das wir jetzt mal einspielen? Wenn Sie einen Teppich drunter haben, ist wie beim und der passt dazu, und das sollte nicht gerade grün und blau sein. Grün ist Wachstum, haben Sie das Gefühl, da wächst Unkraut im Schlaf. Also da wächst was, wenn es gar nicht gut geht. Ja. Blau fliegt Ihnen weg. Aquaplaning, das Gefühl von Wasser fließt. Also blau ist gar nicht so gut. Schwarz, das Dunkle, wenn es Ihnen mal nicht gut geht, das Schlechte könnte hochkommen. Also ich sage mal, erdige Farben sind mit sicher gut und haben aber eine psychologische Wirkung. Sie fühlen sich getragen und quasi höher angesetzt, wie eine Burg. Also ich sollte keinen Orient-Teppich nehmen zum Beispiel, mit seinen vielen bunten und was weiß ich. Die könnte sehr unruhig wirken. Das können Sie ganz einfach machen. Es gibt sogar einen Muskeltest, der ist zwar wissenschaftlich unbedingt ausgegoren, aber ein Muskeltest, da steht man drauf und schaut, und wenn man da drauf drückt, ganz locker, man hat Kraft, dann ist okay, wenn nicht, nach, als Beispiel. Aber man braucht schon nur drauf zu setzen und sagen, fühle ich mich da wohl. Dann hole ich meine Partnerin, meinen Partner, machen beide. Fühle ich mich wohl. Und dann sollte nicht der eine den anderen jetzt drängen oder, ach, mit dir kann man gar nicht einkaufen gehen, du weißt ja gar nicht, was du willst, oder machst doch alleine. Ja. Wenn das schon anfängt beim Kaufen, das ist ganz wichtig jetzt, ist garantiert kein Feng Shui, sondern das ist ein Feng Shui, wo die Beziehung bereits anfängt, die ersten Risse zu bekommen. Ich gehe noch einen Schritt weiter, Herr Scheurer. Diese Beziehung war noch nie in Ordnung, sonst würden die nicht diskutieren, sondern würden sich gegenseitig respektieren. Ich kann mir doch nicht was ins Schlafzimmer nehmen, was meine Frau, wo die sagt, das finde ich fürchterlich, da kann ich nicht den Mund, da kann ich nicht sagen, das gefällt mir gut, es kommt da rein, das ist doch Hirnrissig. Und wenn beide nicht wissen, was sie jetzt machen soll, weil sie unterschiedliche Interesse haben, dann hoffe ich, dass einer von beiden klug ist, es kennt, und der andere sagt, du hast recht, dann holen wir uns einen Feng Shui-Berater, denn, weil wenn man nicht weiß, was geht, dann kann man jemand anderen fragen. Und das ist auch so was. Partnerschaft ist auch eine Investition in die Zukunft. Natürlich. Ja, das ist deswegen interessant, weil ein Berater kostet Geld, so kann man sehen. Man kann auch sagen, wenn wir zusammenbleiben, wenn wir Liebe erfahren, wenn wir Verbundenheit und Stärke erfahren wollen, ist dieser Berater keine Geldausgabe, sondern er legt seine schützende Hände in unsere Partnerschaft, und Liebe und Freude sorgt übrigens, das ist auch für die Zuschauer ganz wichtig, für eine Ausstrahlung, wo wir vom Leben beschenkt werden. Im weitesten Sinne, wer einen guten Berater nimmt, investiertes Geld, wird dieses Geld 100%ig auf anderes, will ich jedem sagen, wiederbekommen. Er wird darauf achten, dass das Schlafzimmer an der richtigen Stelle ist. Er wird auch die anderen Teile richtig einrichten, zumindest mithelfen. Und wenn Erfüllung und Freude ist, wenn ich Ihnen das ganze Geld nehmen würde, Sie hätten in ein paar Wochen wieder neues Geld, das wissen viele gar nicht. Deswegen ist Partnerschaft, Beziehung, Sexualverkehr eine tragende Kraft, die uns Menschen glücklich macht. Und wir sind nicht auf der Welt, um zu malochen. Nee. Wir sind auf der Welt, um Spaß und Freude zu haben und glücklich zu sein. Und zwar nicht nur einmal in der Woche, am Samstagabend um 20.17 Uhr, sondern wir dürfen das haben, wann uns danach ist, weil der Körper auch schreit, wann es ihm passt. Und jetzt wird es spannend, haben wir ein Schlafzimmer eingerichtet, was uns motiviert, hat es nicht sichtbare Anziehungskräfte und es will uns immer wieder zu verrücktesten Zeiten an einen Ort gehen, wo wir uns verbinden. Ich wiederhole, ein richtig gut eingerichtetes Schlafzimmer hat Ausstrahlung, dass Mann und Frau oder Frau und Männer zusammengezogen werden zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt, auch an einem anderen Ort. Also unterschwellig wird die Partnerschaft immer wieder neu gefördert. Und das steht auch in wenigen Büchern, und das will ich ja ausdrücklich nochmal sagen. Deswegen eine Investition darin ist das A und das O. Ja, das ist ja überhaupt, ich mache ja nun auch Paarberatungen und dann kommt natürlich auch die Frage, was kostet das? Ja. Ich stelle dann oft die Frage, was kostet Sie eine Scheidung? Sehr gut, habe ich gedacht, Was kostet eine Scheidung? So, und da stellen wir fest, Faktoren sind dazwischen. Das heißt, die Investition in eine gute Beratung, sei es jetzt psychologisch oder hier in unserem Fall Feng Shui,
die lohnt sich immer. Die ist immer teurer als alles andere, immer günstiger als alles andere, was danach kommt. Herr Wagner, was kostet denn Schreiereien? Ja. Lass mal die Scheidung weg. Was kostet es, wenn wir uns beide nicht verstehen und wollen so Videos drehen? Ja, wir können das vergessen. Und das ist in der Partnerschaft genauso. Das ist ja kein Leben mehr, das ist Kampf. So, zwei sind auf dem engsten Umfeld. Das heißt, die Menschen nehmen die Schwingung desjenigen, der ablehnt oder frustriert ist, auf. Da kommt keine Partnerschaft mehr. Das sehen wir viele alle zu ernst. Ja. Das heißt, wenn wir unterschwellig uns geliebt fühlen, wenn wir glauben, dass wir nicht die Gedanken der anderen wahrnehmen, sind wir im falschen Planet. Wir nehmen ständig alles auf. Das heißt, wenn wir Feng Shui, die Partnerschaft ins Schlafzimmer investieren, dann investieren wir in das Ausgewogene eines Menschen, weil wir sind im Fluss. Manchmal ist der eine zu heiß, der andere zu kalt, der eine ist Distanz, der andere nah, aber es gleicht sich immer wieder aus. Ja, deswegen ist Feng Shui-Berater ein Ausgleich, wie eine Systematik, wo wir immer wieder in den Einklang kommen, wie ein Kompass, der uns immer wieder in die Himmelsrichtung bringt, die uns gut tut. Und wenn wir das verstanden haben, ist es keine Geldausgabe, sondern eine Investition, die ist allemal wichtiger wie die Einrichtung bzw. ein Auto. Wenn das die Menschen verstanden haben, dann werden sich immer so ein Berater oder Beraterin holen. Ja, also das finde ich ein guter Gedanke. Wie gesagt, von meinen Beratungen weiß ich das genauso und das kann man also gar nicht überschätzen. Ja. Und da denke ich also auch, dass so diese Umstände, die da sind, man spürt das. Also ich denke, Menschen, die in sich reinhören, die auch eine gute Partnerschaft führen, wo die Harmonie ansonsten ja dann auch gegeben ist, die spüren das. Die fühlen sich da auch nicht wohl. Und wenn sie dann in der Lage sind, offen darüber zu kommunizieren, dann hätten sie doch eine gute Basis, zumindest die Problemfelder anzuschneiden und von den Problemfeldern aus dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, was ist zu tun, um das zu lösen. Was übrigens auch ganz wichtig ist, fällt mir ein, sorry, dass ich noch sage, weil wir von Zusammenhalt nicht zusammenhalt haben. Ja. Das Schlafzimmer darf nicht überfüllt sein mit Möbeln. Aha. Bitte eher leichtere Möbel, die nicht ganz unter die Decke gehen, nicht bis zu den Ecken gehen. Ja. Es sollte auch nicht, wenn ich die Türen aufmache, alles vollgestopft sein. Auch wenn ich es nicht sehe, habe ich immer das Gefühl... Die Kiste unterm Bett? Da komme ich auch gleich. Wenn es voll ist, heißt es immer, es ist voll. Ja. Die Frau hat unbewusst, ich bekomme kein Geld mehr für Geschenke. Der Mann, aha, ich muss der Frau abgeben, ich habe nichts mehr für mich. Statt Gemeinsamkeit fängt ein Gerangel an, unterschwellig. Dann werden oft Möbelstücke aufgestellt mit Regalen, weil es ja so schick ist. Achtung, Regale, die man sieht, wirken wie Schwerter, wie bei dem Magier, der einen Mensch zerteilt. Gleichzeitig habe ich immer das Gefühl von Arbeit. Irgendwann in der Partnerschaft kommt der Alltag. Das heißt, ich gehe ins Bett und werde unterschwellig an Arbeit erinnert. Die Frau regt sich auf, dass der Mann nur arbeitet. Oder der Mann hat das Gefühl, sie hatte nie Zeit für mich. Oder sie sagt, hast du an das gedacht und das gedacht und das gedacht. Ja. Und dann soll Intimität aufkommen. Nee. Das heißt, wenn die Intimität schon mit drin ist, dann fängt der eine noch an, ich muss noch das machen. Ja. Das klingt jetzt lustig, aber es ist schon passiert. Und was Sie auch gesagt haben, wenn ich unter das Bett ständig noch Dinge reinsetze, runtersetze, nach dem Motto, ich darf nichts vergessen, dann ist immer ein Griff, ich muss noch was tun. Das bedeutet, statt ich mich auf meinen Partner konzentrieren, lass mir was einfallen, lass mich hintragen, ich muss gar nicht in meinen Kopf, die Gefühle tragen zusammen. Wenn aber woanders eine Schwingung kommt, hast du das schon gedacht, das musst du noch tun und das unterschwellig, dann werden wir wieder zurückgeführt. Das heißt, Trennungen fangen an, lange bevor wir es überhaupt wahrgenommen haben. Ja. Mir fällt da auch ein Spruch dazu ein. Man sagte ja früher, mach die Tür zu, dass ich die Arbeit nicht sehe. Ja, aber wenn ich die dann in meinem Schlafzimmer schon drin habe, auch wenn ich sie vielleicht nicht sehe, weil sie unter dem Bett liegt, sie ist da. Und das weiß ich auch. Deswegen gehört, liebe Damen, kein Bügelbrett, auch wenn Sie sagen, ich habe keinen anderen Platz, dann, ich wollte gerade sagen, in die Toilette, aber bitte nicht ins Schlafzimmer und bitte kein Aquarium. Aha. Aquarium, das Wasser zerstört jede Beziehung. Legen Sie doch mal 2 Stück ins Wasser, das geht eine Zeit lang. Gut, wenn Sie Urlaub 14 Tage, aber dann wird die Haut welk, dann möchten Sie ins Trockene gehen. Aquarium zerstört. Keinen Fernseher. Ich weiß, es gibt viele, die finden es ganz toll und sagen, die anderen können sagen, was sie wollen, ihr Körper wird angegriffen und früher oder später ist der Bildschirm der dritte Mann oder Frau im Spiel und die Fernseher hat einen Spiegeleffekt. Und wenn sie sich spiegeln, wird Unruhe kommen bis zur Krankheit, bis zum Thema Herz,
Ängste werden geschürt, Blutkreislauf haben wir Schwierigkeiten, deswegen gehört kein Spiegel mit. Übrigens, das gilt auch, wenn Sie einen Schrank haben, der einen Hochspiegeleffekt, also ein Hochglanzprodukt hat und Sie können sich zum Teil sehen, auch das schwächt Ihren Körper. Wenn Ihr Körper geschwächt wird, haben Sie keine Lust auf einen anderen Körper. Der andere Körper sagt, warum willst du nicht? Und schon haben wir eine schöne Debatte und dann werden wir getrennt. Und ich kann jetzt sagen, ich habe Partnerschaftsleben, die laufen jahrelang, aber die rufen mich immer wieder an, gibt Schwierigkeiten und irgendwann ist es so, dann kommen Drogen ins Spiel, das will ich auch mal sagen. Ja. Drogen verschiedenster Art, Kaufsucht, andere Menschen, Drogen wie Alkohol, ein bisschen Kokain, damit es ein bisschen schön Schnee aussieht. Klingt zwar alles lustig, aber schwächt den Körper. Und deswegen darf man das nicht unterschätzen. Also das richtige Schlafzimmer bindet und stärkt. Ja, jetzt ich komme nochmal zurück auf das, was Sie eingangs sagten, das Wasserbett. Ja, so, ja. Was hat das denn für eine Bedeutung, das Wasserbett? Haben wir ja einmal Wasser da, es schwimmen zwar keine Fische rum, die zugucken. Also das Wasserbett war für mich gut, weil ich hatte ein bisschen Problem an der Wirbelsäule und es kann sich schön ausgleichen, das ist auch unstrittig. Allerdings, wenn ich ein Wasserbett habe, wo Wasser drunter ist, dann wird es marode und kalt. Also was brauche ich? Ich brauche ein wärmendes Mittel und da haben wir Strom drin. Und das ist natürlich etwas, was verletzen kann. Das heißt, der Strom ist das eigentliche Mittel, was verletzt und das Wasser ist auch auf Dauer nicht gut. Da muss wieder ein chemisches Mittel rein, das es nicht umkippt. Ich konnte gut mit leben, allerdings kamen dann später auf andere Seite die Probleme, deswegen würde ich nicht gern ein Wasserbett raten, ich sage das auch, aber ich habe auch schon Paare gehabt, die sagen, lass mich doch mal 2, 3 Jahre, ich gebe es ja her. Gut, wenn Sie es wollen, ich spreche das an, ich schreibe es und wenn jemand sagt, wir sind stark genug und wir brauchen Abwechslung, wirklich, dann kann es sein, dann dürfen Sie es leben, aber ich sage, jammert nicht. Ja, genau, da kann dann jeder nach seiner Fassung, genau, nicht jammern, aber jeder kann nach seiner Fassung sagen, und als Feng Shui-Berater sollte ich auch sagen, was nicht geht. Es gibt auch Dinge, wo ich gar nicht mache. Ja, ich habe auch schon Aufträge dann abgelehnt, wo ich sage, wenn dieses Schlafzimmer so gebaut in die Richtung geht, dann bin ich der falsche Berater. Denn wenn Sie Trennung haben, vorher Streit und, habe ich mitgewirkt, dann lass es lieber sein. Ja, das finde ich eine gute Einstellung. Das heißt, Sie sind klar in Ihrer Aussage und dann nehme ich an, dass Sie auch in Ihrer Beratung klar sind, wenn Sie das machen. Absolut, Sie können mit Feng Shui viel machen, aber Sie sollten auch wissen, wo hört Ihre Hilfe auf. Denn wenn Sie nur noch Beratung machen, um Geld zu verdienen und Sie wissen genau, das geht in das Unglück, können Sie was sagen, das ist mein Job, Architektplan auch raus, aber ich sage, wie kann man das planen? Aber das ist meine Einstellung, weil, wissen Sie, wenn Sie Menschen stärken wollen, dann ziehen Sie das auch früher oder später auch an, wo Sie die Kundschaft haben. Und wenn Sie wissen, das schwächt, macht kaputt, dann sollen Sie sagen, und da, wo Sie es nicht mehr mit Ihrem Gewissen vereinbaren können, das sollten Sie auch sagen, dann sollten wir uns trennen jetzt schon, denn wenn wir uns wieder sehen, können wir uns wenigstens die Hand reichen. Ja. Ich wollte noch ein Wort reinbringen, was in dieser Diskussion ja ganz interessant ist, und zwar das Wort Romantik. Ja. Romantik im Schlafzimmer. Also ich verbinde das damit, dass die Romantik im Schlafzimmer eigentlich die Partner dazu einlädt, dahin zu gehen und Zärtlichkeiten auszutauschen. Ja. Was kann man denn da tun, um die Romantik im Schlafzimmer zu verbessern? Farben. Sie könnten zum Beispiel schöne Kissen bringen, einen Rottouch, rötlich-orange Teile bringen. Die Bettwäsche ist gut auf meine Haut und ist nicht künstlich, also auch Naturstoffe setzen. Ja. Decken, die mir gut tun. Sie könnten vielleicht auch ein Bild aufhängen, wo eine Partnerschaft liebt, wo vielleicht 2 sich innig lieben, einem Symbol von Schwäne, die die Partnerschaft fördert. Ja, ja. Sie hängen vielleicht auch ein Bergkristall auf, um die Energie von Tür zu Fenster zu unterbinden. Ja, das ist Setzen. Die richtigen Materialien einbauen, das auf jeden Fall. Es gibt noch viel mehr, aber das würde jetzt zu detailliert führen, vor allen Dingen, wenn ich jetzt das nehme, um eine konkrete Beratung zu machen, dann meine Zuschauer, es gilt für alle. Also es gibt da muss man ja individuell. Es gibt schon individuell, jede Wohnung ist anders. Sie sollten aber auch darauf achten, dass Sie die Ecken bitte nicht zustellen. Aha. Dass Sie eine alte, was ich auch schon gesehen habe, eine alte Nähmaschine ins Schlafzimmer, weil das so kuschelig aussieht und so toll, und dann werden Figuren draufgestellt. Ja, ja. Das bedeutet nur unterschwellig, ich denke schon mal an Arbeiten. Ne? Genau, ich strudel jetzt meine Frau, aber in 2 Jahren weiß ich, was geht. Oder wer Figuren aufstellt, zeigt, dass er nie richtig ankommen kann, weil er hofft, dass andere ihm helfen. Das ist ganz tief verankert. Das ist interessant. Also das heißt, die Figuren, die da stehen, sollten wegbleiben. Ja. Weil die Hoffnung da ist, werden Sie das so schön formuliert,
dass andere mir helfen. Ja, weil da ist ein tiefes Thema, ein tiefes Thema, die Figuren, die ich ja schick finde, die machen mir Spaß, dass sie mir helfen, dass ich getragen werde, weil ich mich nicht geliebt fühle. Das ist ganz alles Thema, oft weiß man es gar nicht. Was mir bei der Gelegenheit noch auffällt, bitte keine toten Blumen oder tote Stöcke. Ja. Das habe ich auch gesehen, wird gerne in die Winterzeit gesetzt, weil sie toll aussehen. Wer totes Material in das Schlafzimmer setzt, wird durch die Augen aktiviert, etwas Todes zum Leben zu rufen. Das heißt, es stirbt also etwas ab. Auch das ist ein Vorgang. Stattdessen Leben, das fröhliche Farben, ne? ist ganz wichtig. Bitte indirektes, warmes Licht. Licht zum Beispiel neben dem Bett, was an die Decke strahlt und zum Boden, ist ganz wichtig. Und und vielleicht ist noch ein Ding, wer den Boden getragen haben möchte, der kann auch 2 Achter unter seinen Teppich stellen. Das sind alle Symbol. 2 Achter, Fülle, Erfüllung, Wohlstand. In dem Fall der Wohlstand, dass auch die Partnerschaft getragen wird. Ja? Aber das wäre zum Beispiel auch so ein Thema. Okay. Das Kopfkissen darf auf jeden Fall passen. Auch die Wäsche darf gelüftet werden und man lässt nicht alles nur so liegen oder pfeffert es irgendwo in die Ecke. Schlafzimmer ist wichtig aufzuräumen, zu säubern, aber auch mit Liebe. Und das Schlafzimmer betritt man um Himmels Willen nicht mit Druck, mit Kampf, mit Traurigkeit. Man will das, manchmal sagt, es geht nicht. Wenn Trouble bei den Partnern ist, sollte man wirklich erst beide gemeinsam das Schlafzimmer betreten, wenn es uns gut geht, wenn wir wohlig sind. Also das heißt, wir kommen letztendlich wieder immer auf die Harmonie, auf das Wohlgefühl. Und wenn wir dann sagen, der Mensch besteht aus Geist und Körper, ist das Wohlfühlen für den Geist ja praktisch unersetzlich. Darf ich noch was ergänzen? Ja, bitte sehr. Das Herz. Das Herz. Feng Shui steht auch für das Herz. Sie haben eine schöne Krawatte, das Rot. Wenn das Herz vibriert, der Geist sich freut und der Körper dadurch Gänsehaut bekommt, wird er so attraktiv, dass er den Partner holt und Spaß und Freude habt. Und wenn dann diese Partnerschaft jedes Jahr neue Hochzeit feiern will und möchte Nachwuchs haben, dann wird dieser Nachwuchs erstens kommen und zweitens mit einem freudigen Gefühl, dass er, wenn er auf die Welt kommt, keine Ängste kennt, sondern Freude und Liebe. Und das wäre die Neugeburt einer neuen Generation. Herr Scheurer, ein tolles Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Also ganz tolle Beiträge und Erkenntnisse. Herzlichen Dank für alles, was Sie da ausgeführt haben aus Ihrem Erfahrungsschatz heraus. Und ich möchte mich von unseren Zuschauern verabschieden. Herzlichen Dank, dass Sie unsere Gäste waren, dass Sie uns zugehört haben. Und ich denke, Sie konnten das ein oder andere daraus entnehmen. Und wir werden uns ja in einer größeren Runde nochmal unterhalten zu dem Thema mit Architekten und Leuten, die in solchen Dingen leben. Dann sollen die mal von ihren praktischen Erfahrungen berichten. Ganz herzlichen Dank.